Heute 5. Mai, Bonn, strahlender Sonnenschein, Start unserer NRW-Tour European Publics 4. 10 Termine in Nordrhein-Westfalen mit Gesprächen über Europa, über das, was Menschen sich von Europa erwarten, ihre Gedanken, ihre Visionen. Das ist, was wir mit mehr Demokratie, mit den anderen Organisationen zusammen in die Öffentlichkeit tragen wollen. Ich bin mehr als Mensch hier, als Mensch einer Menschheit. Das ist natürlich noch viel weiter, ich weiß. Ich bin natürlich auch für Europa, aber ich bin mehr so für die Basics. Ich glaube, wir müssen erstmal die Basics lernen, einander zuhören, den anderen achten, respektieren, meins zeigen, meine Wunden zeigen, wie Beuys so schön sagt, Joseph Beuys, zeige deine Wunde. Und nicht uns gegenseitig bekämpfen, sondern kooperieren. Und deswegen sitze ich hier, weil ich dachte, ey, das fühlt sich irgendwie ganz gut an. Wir müssen aber andererseits den Menschen sagen, wer ist denn der Staat? Du bist der Staat, wir sind der Staat. Der Staat ist nicht die Regierung. Also bring dich ein, das ist dein Staat. Was daraus wird, da kannst du selber was mit dran gestalten, und dafür müssen wir den Menschen, glaube ich, Mitentscheidungsmöglichkeiten geben. Denn die Freude am Tun, das ist beim Praktischen wie beim Theoretischen so, entsteht erst, wenn ich dann auch etwas bewirken kann. Ja, und wenn man jetzt nur mal auf so Fragen wie Katalonien anguckt, selbst in den einzelnen Staaten ist es ja nicht so klar, wer das jeweilige Volk ist. Zur Identität, weil die Bürger natürlich die Identität spüren regional. Ich bin Rheinländer, ja, oder naja, Nordrhein-Westfale, das ist schon wieder ein Problem. Ja, die Identität als Nordrhein-Westfale wüsste ich jetzt nicht, was das genau ist. Als Deutscher, okay, Europäer zu sein, ist für die meisten Bürger schon so sehr weit weg und noch nicht Kern einer Identität. Eben wurde gesagt, wir brauchen mehr Bestimmung aus dem Volk, wir brauchen mehr Volksentscheide, wir brauchen mehr all das. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt brauchen. Ich finde, wir haben ein demokratisch legitimiertes System, zumindest innerhalb von Deutschland, das sehr gut funktioniert. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt an der Stelle, an der wir sind, wenn wir es jetzt alles irgendwo vielleicht hochskalieren würden, das auf Europa, okay, das würde funktionieren. Oder wenn wir anfangen würden, wir machen Volksentscheidungen für Europa, ob das uns nach vorne bringt. Weil ich glaube, es fehlt noch ein Schritt davor. Und das ist das, was eben hier auch immer rauskam. Wir brauchen irgendwie dieses Gefühl rein, und dann müssen wir sehen, was Europa ist. Ich glaube, es fehlt eine Vision von Europa, und ich glaube, das ist der allererste Schritt. Die Präsidenten und Kanzler und wie sie alle heißen, der 28 Mitgliedstaaten, sind in Europa eigentlich diejenigen, die bestimmen. Das sind die, die direkt von uns gewählt sind. Das heißt, ich finde dieser Punkt, nämlich, dass wer die Verantwortung trägt, wenn Europa nicht funktioniert, das ist jeder Mitgliedstaat, weil die entscheiden das momentan. Es gibt kein Europa, die Macht ist bei den Vertretern der Mitgliedstaaten. Das heißt, wir müssen die Kompetenzen um jetzt mal konkrete Vorschläge zu bringen, die Kompetenzen des Europäischen Rates zurückschrauben und die Kompetenzen, vor allem Gesetzgebungskompetenzen und so weiter, des Parlaments stärken. Dazu bräuchten wir eine neue EU-Verfassung oder überhaupt eine Verfassung in der EU. Und damit wäre der erste Schritt getan hin zu einer Demokratisierung Europas, sodass es eine europäische Demokratie gibt und keine Entscheidungsfindung von verschiedenen nationalen Demokratien. Von daher denke ich, dass wir auch national gucken müssen, dass wir zu den Parteien, die wir dann auch immer bevorzugen, gehen und das eben auch fordern, dass wir eben mehr Partizipationsmöglichkeiten wollen, dass wir uns nicht vertreten fühlen, dass Frauenquote eingeführt wird, dass es paritätische Spitzen gibt, dass eben wirklich am Ende, wie auch immer, das System dann gewählt wird, aber eben dann auch die Leute da sitzen, die das halt wirklich betrifft, weil solange es dies halt nicht betrifft, werden die immer aus ihren eigenen Interessen heraus entscheiden. Und wenn wir uns sozusagen darüber unterhalten, wie holen wir die Leute ab, würde ich da schon mal ganz genau darauf achten, wie stellen wir die Fragen. Also was sind die Fragen, die die Leute bewegen, und dann möglichst offene Fragen, wie gehen wir mit der sozialen Ungerechtigkeit um, zum Beispiel mit der Spanne zwischen Arm und Reich, wie könnte man die messen? Also wir in der Gemeinwohlökonomie fragen ganz oft,
halten Sie für sozial gerecht, welche Einkommensspanne? Der eine verdient 10 Euro pro Stunde, der andere verdient 1000 Euro pro Stunde. Das wäre ein Faktor von 1 zu 100. Und dass wir uns dann sozusagen annähern mit so einer offenen Frage. Man sammelt viele Vorschläge und die Methode, die dahinter ist das systemische Konsensieren. Man braucht halt irgendwie eine europäische Verfassung, in der sich alle wiederfinden. Und wenn wir halt in dieser Runde hier reden, dann merken wir haben alle irgendwie Werte, die wir alle vertreten können, die wir alle teilen. Wenn wir von Demokratie und Transparenz reden und Solidarität, dann nicken die meisten Leute hier. Und das ist das, was wir als DiEM25 bis 2025 vorhaben. Wir wollen die Leute von Europa einladen, eine verfassungsgebende Versammlung zu initiieren und dann ein Europa zu kreieren, was nicht von oben herab entworfen wurde, was nicht am Reißbrett entworfen wurde, weil man gesagt hat, ja, wir brauchen jetzt eine Währungs- oder finanzielle Einheit, Union, sondern wir wollen halt ein Europa der Menschen. Ich bin dafür, dass innerhalb der EU die Züge alle kostenlos sind, so dass man sich treffen kann. Und dann kann man sprechen, weil das geht so, ne? Da kommt mehr Austausch. Ich bin auch der Meinung, dass das Nationalstaatsprinzip sich vielleicht auch etwas überlebt hat. Ja? Aber die Alternative kann ja nicht sein Nationalstaat oder Europa, sondern vielleicht müssen wir kombinieren. Die Identität auf regionaler, auf nationaler, kombiniert mit den Vorteilen auf der europäischen Ebene. Und wir dürfen Europa auch nicht überfordern. Wenn wir immer sagen, wir setzen uns das Maximalziel, dann werden wir enttäuscht werden. Und die Bürger werden sagen, ihr wollt doch in Europa, das funktioniert nicht. Und dafür findet man immer Beispiele. Ja? Also funktioniert es insgesamt nicht. Wenn wir Europa ein bisschen entideologisieren, das habe ich keinem vorgeworfen, ne? Nur dass man nicht sagt, wir stülpen eine Vision auf Europa und messen alles, was wir machen, an dieser Vision, an diesem Ziel, dann werden wir scheitern, weil einfach die Bürger diese Vision vielleicht gar nicht teilen. Ist es nicht wichtig, sich auf Werte zu einigen, damit da die Haltung ist? Das ist doch genau wie bei den zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn ich weiß, es geht hier um gelingende Beziehungen, also um Wertschätzung und so weiter, dann ist das ja nicht ideologisch. Dann einige ich mich auf das Wert Menschenwürde. Also hinter Wertschätzung steckt letztendlich der höhere Wert Menschenwürde. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, die man da reinsortieren kann. Das heißt, ich finde es sogar wichtig, sich auf Werte zu einigen. Aber was ich dann schwierig finde, und das ist gerade in politischen Diskussionen, dass einem das dann als ideologisch vorgeworfen wird. Dabei ist es doch eigentlich nur eine Werteorientierung, die so wichtig ist, weil man aus einer gemeinsamen Haltung heraus arbeitet. Ich finde, man darf die Menschen nicht überfordern und nicht aus ihrer Realität in etwas reinziehen, was ihnen absolut fremd erscheint. Ich möchte nur ein Beispiel nennen. Ich bin nach dem Mauerfall geboren. Sie sind vielleicht vor dem Mauerfall geboren. Mutmaßung. Aber die Art und Weise, wie man Deutschland sieht, wenn man deutlich vor dem Mauerfall und nach dem geboren ist sehr unterschiedlich. Man sieht die Rolle in der Welt auch ganz anders. Ja? Also, allein da nur als Beispiel daran, wie viel 20 oder 25 Jahre Geburtsunterschied schon machen können, wie man die Welt wahrnimmt. Ja? Und jetzt das Gleiche ist natürlich auch bezüglich Europa. Ja? Also ich bin aufgewachsen, meine Eltern waren Pro-Europäer, das heißt, ich bin aufgewachsen ich fühle mich als deutscher Europäer. Ja? Aber das kann man nicht von jedem hier sagen und das darf man auch nicht jedem vorwerfen, dass das nicht so ist. Deswegen fand ich es eben ein bisschen erschreckend, wenn man sagt, ja, das ist, der Nationalstaat ist grundsätzlich erstmal komplett obsolet. Ich stimme dir zu, dass grundsätzlich, ja, das ist ein bisschen ein veraltetes System, aber für viele Leute ist das auch Halt, Stabilität. Man darf es nicht einfach diskreditieren, weil das ist ihre Art, die Welt zu empfinden. Egal was wir ändern, wichtig ist, Leute mitzunehmen. Und wie können wir Leute mitnehmen und wie können Leute das Gefühl von Einfluss haben und wie können sie Einfluss haben? Wie ist es nah? Das ist regional. Das heißt, irgendwo in diesem Spannungsfeld eine Lösung zu verhandeln zwischen wir wollen uns mehr vernetzen und zusammenwachsen als Europa, wir wollen aber nicht die regionale Komponente verlieren und das Ganze positiv besetzen. Ich glaube, das ist die Herausforderung und ich freue mich darauf, die angehen zu können. Also mir ist jetzt, ich bin ja nicht von Anfang an dabei, aber ich habe jetzt heute bemerkt, umso klarer, dass diese Frage nach dem Europa einen inneren Aspekt hat und einen äußeren Aspekt für mich. Also der innere Aspekt ist, das betrifft die Fragen der Identifikation, der Gestaltungsmöglichkeiten, des Gestaltungswillens. Ja? Wie gestalten wir als Europäer das Europa? Das ist der innere Aspekt.
aber der hängt in meinen Augen doch sehr stark an, auch zusammen mit dem äußeren Aspekt. Also was bedeutet Europa in seiner dann geschaffenen Gestalt für die Welt? Ist da etwas Neues oder eben nur eine Kopie eines bereits Vorhandenen, also ohne neue Ideen? Und ich denke, dass diese beiden Aspekte, der innere und der äußere Aspekt, sehr stark miteinander korrelieren. Dass wenn wir für Europa auch in der Welt eine Idee haben, ja, die Welt ja braucht, also es brennt ja all, ja, dann ist das, glaube ich, auch eine Möglichkeit, wo man als Europäer sich mit dem europäischen Gesamtprojekt identifizieren kann.